Einen wunderschönen guten Tag. Flughafenzeit. Es geht in die Sonne. Nach dem Regen jetzt auch dringend nötig. Aber jetzt erstmal umpacken für die Security. So, auf geht's. So, es war jetzt leider eine Stunde verspätet der Flug, aber jetzt kann es losgehen am Rollfeld mit Ryanair. Jetzt bin ich auf der letzte. Angekommen. Lange Reise, aber geschafft. Jetzt haben wir 1:30 nachts. Mein Kumpel wohnt genau da oben. Ja, schön zu sehen. Ich bin hier gerade in der Wohnung von Jonas, direkt bei der Catedral de Barcelona. Und jetzt gehen wir auf City-Tour mit dem Fahrrad. Ich war mit 16 Jahren das letzte Mal hier in Barcelona, aber ich kann mich nicht wirklich erinnern und so richtig großes Sightseeing habe ich auch nicht gemacht. Jonas wohnt jetzt hier, von daher ist es ein großer Vorteil. Er wird mir wahrscheinlich jetzt die schönsten Plätze der Stadt zeigen und das machen wir jetzt. Auf zum Fahrradshop. Na Jonas? Na, Frage. Erst am Müll wegbringen. What up? Ja, wir sind heute zu dritt unterwegs. Jonas, habe ich ja schon gesagt, der wohnt jetzt hier. Ist ein Kumpel, den ich aus der Abi-Zeit kenne, der jetzt aus Deutschland erst nach London gezogen ist und jetzt hier in Barcelona studiert hat. Hat jetzt seinen Master hier abgeschlossen. Und Joao ist ein Kumpel von Jonas, der eigentlich Portugiese ist, aber jetzt auch in London lebt und da haben die beiden sich kennengelernt. Und deswegen werden Teile des Videos auch auf Englisch sein, weil Joao kann natürlich kein Deutsch. Oder was heißt kann natürlich kein Deutsch? Er kann kein Deutsch. Und dementsprechend ist es so ein bisschen ein Mix aus Englisch und Deutsch. Ich hoffe, das ist okay für euch. Hello vlog. How are you vlog? How are you today? I'm very fine, man. Nice. But you're leaving this night? I am leaving this night, man, and I'm quite sad of that. But London is quite nice as well. It is quite nice as well. But we don't have this architectural design, which is quite nice. yeah, and the food. We haven't had the opportunity to eat yet, because Jonas only wants to eat kebabs. What's that, Jonas? It's so Catalan that if I walk on the street with this water, people are actually going to believe I'm Catalan. And it's, of course, the most expensive water, but it has an amazing taste. It has a very unique taste, actually. We're doing like a wine tasting with water. It's really good. Vichy is water. Ja. Das Beste ist, wenn die das hier aussprechen, sagen die das V ja immer wie ein B. Und dann sagen die immer Bici Catalan. Hörst du immer, wenn die richtigen Katalaner immer Bici Catalan. Das schmeckt gut, schmeckt gut. Schmeckt so ein bisschen wie Apollinaris. Apollinaris? Ja. Ich bin immer ein Gerolsteiner Fan gewesen in Deutschland. We were looking out at a flat when we were first moving here, and I think it was that or like one of these windows here. Wow. Yeah, but the thing is, it's really like this is where you go to party in the week. Because Is it Plaza Real? Yeah, Plaza Real. Like there's a party here every day until like 6. Jetzt gehen wir uns erstmal Fahrräder holen. Hier bei Ride or Die. Which one do you want? They're all the same. Nah, they are different ones. Das ist hier sehr wichtig in Barcelona. Vielleicht wollen wir den Berg hoch. Oh je, oh je. Fahrräder sind da, aber ich glaube, das wird verrückt. Durch den Verkehr hier, für 8 € am Tag haben wir da jetzt Fahrräder bekommen. Jonas, is that going to Plaza Catalunya? Yeah. How do you feel? I feel super cool, man. It's super nice, man. Nice. It's the first time that I'm biking in Barcelona ever. Einer der größten Plätze hier in Barcelona ist der Plaza de Catalunya. Finde ich, sieht sehr schön aus. Jonas sagt aber, es ist viel zu touristisch. Ja, wir müssen hier weg. Okay. Jonas, where are we going? La Temperamente. Temperamente. Wow. So kann man auch Höhenmeter machen.
So, das kleine Wunderstativ im Einsatz habe ich auf meinem Blog geschrieben. Damit kann man wirklich hier einfach mit der Bluetooth-Fernbedienung ein Bild von sich selbst vor dem Palast machen. So now, picture perfect panoramic view just above Barcelona. It's pretty nice indeed. Wo ist der Strand? Da? Hier hinter dem Haus, ne? Ja, also hier direkt Okay. an der Seite. Und wo wohnst du? Das ist schwer zu sagen. Aber da hier ist das die andere Kathedrale. Ah ja, okay. Dahinter Und wo wollen wir jetzt noch hin? Sagrada Familia rüber. Ja, cool, okay. Und dann würde ich sagen, da oben in den Park Güell, wenn wir Zeit haben. Das ist der Berg, Der zweite Hügel. der zweite, Der okay. zweite, der linke, da Ja. ist der Park Güell. Back on the bikes. Aber Jonas dachte, das ist doch eine Touristenkarte. Brauchst du nicht, du bist doch local. Ja, leider. Ich mache ja nicht so einen ganzen Touristenkram. Das ist ganz uncool. Sind wir nicht am Camp Nou, aber am Olympischen Stadion? Werfen wir mal einen Blick rein. Ein bisschen Skiurlaubsgefühl hier in Barcelona. Wow. Ich muss schon sagen, dass die Architektur der Stadt echt schön ist. Also immer diese kleinen Gassen, in die man hineinschauen kann. Dann immer auch der Weg zum Meer. Generell die Spanier, alle draußen vor den Türen, in Lokalen. Ich meine, das ist auch wahrscheinlich der Temperatur geschuldet, weil es einfach angenehm warm ist, beziehungsweise in den Wohnungen vielleicht zu heiß. Und man sich dann einfach raussetzt und miteinander spricht, in Cafés geht. Der Stadtteil hier, Eixample, hat eigentlich so einen kachelförmigen Aufbau, wie man es aus US-amerikanischen Städten wie New York kennt. Aber diese Straße hier, auf der wir sind, die heißt Diagonal. Die einzige Straße, die durch diesen Stadtteil läuft und wirklich quasi diagonal durch diese Kacheln bricht. Sieht ganz cool aus, wenn man von oben auf die Stadt guckt. Soll, ich glaube, bis 2025 oder Keine Straßen mehr sein. soll das komplett grün gemacht werden, damit man im Endeffekt die ganze Stadt einmal über die Grünfläche durchgehen kann. Wow. Dann könnte man so eine Straße fahren. Ja. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich umgesetzt wird. Ja, Deliveroo. Er kann seinen Roller nur noch schieben. Hier bei diesen kleinen Supermärkten muss man sehr aufpassen. Wenn man nämlich so aussieht wie ich oder Jonas, blond, touristisch, dann die tippen die Preise halt so ein, wie sie Lust drauf haben. Und wir haben herausgefunden, mehr als 80 Cent pro Bier muss man nicht zahlen, also kleine Dose Bier 80 Cent und Wasser, 1,50 eine große Flasche. Sparkling water? You need it water. Sparkling water. Die Stadt hat übrigens auch fast nur Einbahnstraßen. Macht das Fahrradfahren eigentlich ganz angenehm. Man muss nicht so viel auf den Verkehr achten, sondern weiß, dass es nur aus einer Richtung kommen kann. Wow, massiv. Sieht ziemlich verrückt aus. Jonas erzählt gerade, dass sie es immer noch bauen. Hat man ja gerade auch die Baukräne gesehen. Also diese zwei Türme kommen auf jeden Fall auch noch. Noch lange nicht fertig und es wird wohl bis 2050 dauern. Was Jonas gerade auch erzählt hat, ist, dass der eigentliche Gottesdienst in einem anderen, also quasi unter der Erde in einem Keller quasi stattfindet und der Bereich hier oben nur für die Touristen ist. Und die Eintrittsgelder werden halt benutzt, um die Kathedrale weiterzubauen. Instagram Time. So, jetzt kann ich den hier einfach anmachen, den Bluetooth-Empfänger. Zack. Und wenn ich ihn drücke, macht er ein Foto. Zum Glück müssen wir nicht mit so einem Bus. Zum Glück hatten wir dich, Jonas. Danke dir. Wollen wir ein Vergnügen. Also again. Ah, yeah. Destroying the... Jonas ist richtig angezickt, weil er sich ein bisschen verbrannt hat. Jetzt fährt er mit seinen Händen andersrum Fahrrad. Das ist jetzt die Kathedrale, bei der Jonas wohnt. So, let's rub off the bikes. Finito. Bye bye bikes. Bike back. So, jetzt runden wir den Tag noch ab. Wir sind auf der Suche nach Bändern, Yes. nach Straps für die Brillen. Das wollten wir. Show me your glasses. Which brand is it? So this Spanish, sorry, this Catalonian artist called Royo Wong.
It's actually Royal Bum. Yeah, Royal the new Ray-Ban. Royal Bum. So, die Lion-Brille ist jetzt gepimpt mit diesem coolen Band. Hier so ein bisschen in Spanien angepasst. Übrigens, die Lion, Nico hat angerufen. Er sagte, die Leute, die von euren Websites oder euren YouTube-Kanälen zu uns, zu die Lion kommen, haben die meiste Seitenverweildauer. Ihr bleibt am längsten auf der Seite von die Lion Eyewear. Das finden wir natürlich sehr gut. Da habe ich ihm gesagt, Nico, da müssen wir was machen. Ich weiß, dass viele interessiert sind, aber vielleicht ist das noch nicht ganz treffend, was den Preis angeht. Und er hat gesagt, okay, Maha 25%, also Maha 25 für eine Woche. Wir haben jetzt also eine Woche Zeit, oder ihr habt eine Woche Zeit, euch diese coolen Brillen von die Lion Eyewear, die schwimmen können und wo man sich einfach draufsetzen kann, die man auch ein bisschen zerstören kann, zu sichern. Also schlag zu. Ich gehe mal zurück in Jonas Wohnung nach einem guten Tag in Barcelona und ich würde an dieser Stelle auch sagen, ciao. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Alle Links zu dieser Brille und so weiter gibt es unten in der Beschreibung. In diesem Sinne erstmal ciao mit ein paar Empfehlungen und freundlichen Grüßen aus Barcelona.